Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Anno 1602. Ich bin euer Dominus und wir starten ein neues Szenario von diesem Spiel. Ja, und der Titel dieses Szenario ist die Revanche. Ja, und wir haben jetzt mittlerweile 2 Sterne beim Schwierigkeitsgrad. Es wird nun etwas schwieriger. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Es waren harte und zähe, scheinbar nie enden wollende Jahre. Viele Jahre habt ihr unter eurem Widersacher Flo Hasenherz gelitten. Immer wieder hat er euch gequält und versucht, euch in die Knie zu zwingen. Viel zu oft ist es ihm gelungen, euch zu demütigen. Und ihr habt alles mit Gleichmut ertragen. Aber als er gegen General Dörfisch, euren besten Freund, zu Felde zog und ihm den Garaus machte, habt ihr Rache geschworen. Falls ihr jemals wieder in der Lage sein sollt, eine Handvoll Mannen um euch zu scharen, dann würdet ihr ihn von seinem mit Blutgeld errichteten Throne stoßen, auf dass er sich sein Genick beim Sturz bräche. Die Zeit der Vergeltung ist jetzt da. Ihr habt eine Handvoll gleichgesinnter Mannen gefunden, die mutig und euch treu ergeben sind. Sie sind bereit, sich mit euch in ein Abenteuer zu stürzen, das vielen allzu waghalsig und verrückt erscheinen würde. Doch ihr seid euch sicher, dass es mit vereinten Kräften gelingen wird, Flo Hasenherz zu besiegen. Dann könnt ihr endlich sein gebrochenes Hasenherz in euren Händen halten. Ja, das hört sich sehr militärisch an. Wir sollen also unseren Kontrahenten Flo Hasenherz zum Teufel jagen. Dann schauen wir uns mal an, was uns dort erwartet. Wählt eure Flagge. Ja, die blaue Flagge ist leider besetzt, wahrscheinlich von Flo Hasenherz. Dann nehmen wir die rote. Gut, wir speichern das Spiel wieder ab. Spielstand gespeichert. Und gucken uns mal die Inselwelt an. Hier haben wir 3 Schiffe von uns. Gut gefüllt mit Gütern. Ja, dann gehen wir mal in den Fernmodus. Oh ja, große Inseln hier, die wir erkunden können. Wir haben hier den blauen Kontrahenten. Er hat schon 3 Inseln hier besiedelt. Und hier haben wir den gelben. Da weiß ich gar nicht, ob das auch Flo Hasenherz ist. Oder ja, vielleicht dann doch einen Verbündeten dort haben. Gut, ich würde sagen, wir starten mal und steuern die unterschiedlichen Inseln hier an. Hier könnt ihr auch noch hin. Und wo noch? Hier. Na, du kommst hier hin. Ja, und dann erkunden wir erstmal die Inselwelt. Also große Inseln haben wir ja. Wir müssen ja auch eine doch recht weit entwickelte Stadt entwickeln, wenn wir hier in den Krieg ziehen. So, du bist schon hier an dieser Insel, okay? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay, gibt es hier Eisenerz? Ich glaube nicht. Okay, aber wir haben 100%ige Fruchtbarkeit für Kakao, Baumwolle und Gewürze. Oh, das ist eine sehr gute Insel. So, was ist mit dir? Diese große Hauptinsel hier. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Eine Goldader schlummert im Berg. Eine tolle Insel. Was haben wir denn? 100% Fruchtbarkeit für Tabak, Weintrauben und Zuckerrohr. Ah, das ist wirklich eine sehr gute Insel. So, du. Ja. Wir können natürlich jetzt die Inselwelt erstmal erkunden. Ja, die Insel sieht auch noch sehr interessant aus. Da kannst du hin. So, dann haben wir noch hier diese große Insel. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet.
Okay, Eisenerz gibt es hier nicht. Nein, aber wir haben nochmal 100%ige Fruchtbarkeit für Tabak, Weintrauben und Zuckerrohr. Aye, aye, Captain. So, hier haben wir auch noch ja, südliche Inseln, obwohl sie im Norden liegen. Die können wir uns auch noch mal anschauen. So, du gehst ja jetzt dahin. Haben wir jetzt ein Schiff irgendwo vergessen? Ja, da. Okay, dann hier nochmal die südlichen Inseln. Da können wir mal jetzt mal ein bisschen schneller hier die Spielgeschwindigkeit schalten. So, diese Insel können wir auch erkunden. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Ihr habt eine Goldader entdeckt. Ja, auch eine sehr gute Insel, 100%ige Fruchtbarkeit für Tabak, Weintrauben und Zuckerrohr, Eisenerz und Gold. Ja, die ist ziemlich gut, die Insel. Wir gucken uns noch hier die kleinen südlichen Inseln an. So, was ist mit dir? Ja, du kannst nochmal hier diese Insel erkunden. So. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ach, auch nochmal 100%. Ja, die nördlichen Inseln sind alle mit 100%iger Fruchtbarkeit gesegnet. Das ist sehr schön. Bei den südlichen sieht es so ein bisschen, ja, nicht so ganz gut aus. Wir gucken uns nochmal die hier an. So, da oben sind wir schon angelangt. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, die haben nur noch 50%ige Fruchtbarkeit. Gut, dann kannst du auch nochmal hier hin. So, dann schauen wir hier auch nochmal. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay, auch nur 50%. Und dann machen wir noch diese und dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten Inseln entsprechend hier uns angeschaut. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay, auch nur 50%. Ja, dann könnt ihr wieder zurück. Ja, wir werden hier diese Insel entsprechend als unsere Hauptinsel nutzen. Das ist die einzige südliche Insel, die 100%ige Fruchtbarkeit hat. Für alle 3 Ressourcen, die man auf den südlichen Inseln anbauen kann. Ah, die habe ich noch nicht hier entsprechend mir angeschaut. Dann kannst du doch eben, wo war sie? Hier, ne? Entsprechend noch diese Insel anschauen und erkunden. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Ah, okay, Ihr das hat habt sich, einen glaube ich, Eingeborenen Dorf erübrigt. Aber wir können sie ja trotzdem mal erkunden, ne? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ihr habt eine Goldader entdeckt. Okay, diese Insel hat auch nochmal 100%ige Fruchtbarkeit für Kakao, Baumwolle und Gewürze und Gold. Ja, nicht schlecht. Müsste man mal schauen, ob man nicht dann doch diese Eingeborenen dort vertreibt. Gut. Ja, wir haben hier den gelben Konkurrenten schon ziemlich weit entwickelt, auch an der südlichen Insel, eine ziemlich große südliche Insel. Und hat hier noch so eine kleine Insel, wo nur, ja, Wohngebäude drauf sind. Dann haben wir hier den blauen.
der auch schon recht weit entwickelt ist. Hat hier sogar schon eine Burg. Ja, und er hat 2 Inseln schon besiedelt, nämlich hier eine südliche, wo Kakao und Gewürze angebaut wird. So, und hier hat er seine nördliche mit Tabak, Weintrauben und Zuckerrohr. Okay. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wer jetzt unser Feind ist, den wir besiegen müssen. Ich gehe mal davon aus, dass das der blaue ist, weil diese Farbe war ja schon entsprechend reserviert, als wir unser Banner aussuchen durften. Gut, was ist jetzt der Plan? Also, diese Insel hier ist perfekt für unsere Hauptinsel. Wir müssen dann relativ schnell diese südliche Insel hier, ja, unser eigen nennen, weil es die einzige Möglichkeit, wo wir Gewürze und auch Kakao produzieren können. Mit der Baumwolle müssen wir mal schauen. Ich würde ja diese Insel lieber wirklich für Kakao und für Gewürze nutzen. Und dann müssen wir Stoffe halt nur über die Farmen entsprechend, ja, herstellen. Die sind ja uninteressant. Ja, diese Insel würde ich gerne auch noch nehmen, weil wir brauchen noch eine Insel für unsere Nahrungsmittel. Und die finde ich auch interessant. Ja, dann wissen wir doch eigentlich schon Bescheid. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir freie Händler hier haben. Das wäre natürlich auch noch ganz gut zu wissen. Ich glaube aber nicht. Aber wir haben jede Menge Ressourcen hier. Werkzeug, Nahrungsmittel und auch Stein bzw. Ziegel. Gut, dann würde ich sagen, starten wir das Spiel neu und fangen direkt an, diese Insel hier zu besiedeln. So, da sind wir wieder. Okay, du kannst direkt hier hin. Und das hat auch Holz und Werkzeug. Die südliche Insel muss ich auf jeden Fall jetzt schon entsprechend mir sichern. Ja, und ich möchte mir diese große hier sichern und diese hier. Okay. Du hast, glaube ich, kein Werkzeug. Nein, du kannst direkt hier rüber. So, dann ja, setzen wir direkt hier das Kontor. Und ich möchte auf jeder der Inseln wenigstens einen Marktplatz haben. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. So, ja, man kann hier der Marktplatz hin. Ja. Wir werden keine freien Händler haben. Achtet darauf mit eurem Werkzeug, dass wir entsprechend genug Werkzeug haben, um unsere eigene Werkzeugproduktion zu starten. Ich erinnere euch da an das Szenario New Canada. Da hatten wir nämlich das auch gehabt. Wenn wir dann zu wenig Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Werkzeuge haben, Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Ihr seid auf eine Goldader gestoßen. kommen wir nämlich nicht weiter. So, und diese Insel wollte ich gerne noch mir einhamstern. Moment, wo ist das eine Schiff? Ah, da, okay. Du kannst hier hin. So, Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. dann kannst du zurück. Ach nein, wir wollten ja einen Marktplatz noch bauen. Dafür müssen wir aber mal eben kurz. Setzt neuen Kurs. So. Ja. So ist gut.
auch wieder alles mitnehmen. Und dann können wir hier zu unserer Heimatinsel. Und dann haben wir noch hier unser Schiff. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Es gibt Golderz auf dieser Insel. So, auch hier bauen wir einen Marktplatz schon auf. Auch wieder alles mitnehmen. Und dann zurück zu unserer Hauptinsel. Und dann legen wir mal los. So, du kannst schon mal hier das ausladen. Da kommt der nächste. Wir können schon mal einen Marktplatz bauen. Ne, dann brauche ich noch ein Werkzeug. So, jetzt können wir die Geschwindigkeit mal runtersetzen. Und als erstes bauen wir natürlich Forsthäuser. Die werde ich jetzt tatsächlich hier an unserer großen Insel entsprechend bauen. Ich glaube, für 3 Forsthäuser haben wir hier genug Platz, oder? Gut, dann haben wir schon mal das. So, und dann beginnen wir jetzt hier unsere Stadt aufzubauen. Ich werde hier die Bauweise wählen, die ich auch bei der Prinzenprüfung für die zweite Stadt verwendet habe, nämlich ein zentrales Gebiet für unsere ganzen Dienstleistungsgebäude und dann ringsherum unsere Wohngebäude. Dieses zentrale Gebiet braucht eine Größe von 11 mal 9. So, dann können wir loslegen und können unsere Wohngebäude setzen. Als erstes setze ich aber doch noch die Kapelle. Die kann hier hin. Hier. So, jetzt können wir loslegen. So, kein Holz mehr, aber da haben wir noch genug. Ja, da geht's nicht. Aber ist nicht so schlimm. Ja. Stimmt, das sieht doof aus, aber egal. Hier haben wir jetzt 10, wir brauchen 20 Wohngebäude, die wir für Siedler entwickeln müssen, damit wir 120 Siedler haben und wir mit der entsprechenden Werkzeugproduktion beginnen können. Das ist jetzt mein erstes Ziel. So, dann haben wir 10, 18.
Noch 2. Wo ist denn das andere Schiff? Hier. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. So, und das sollte man natürlich auch anschließen hier. Ja, das passt doch super. Dann haben wir jetzt 20, 10, 18, 19, 20. Ja, gut. Dann, ja, erstmal die Steuern hoch. Und dann produzieren wir jetzt ein bisschen Wolle. Wie machen wir das am besten? Hier. Ja, bauen wir erstmal hier eine Schafsfarm hin. Das werde ich nachher sowieso entsprechend noch anders bauen. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Stoff nur haben, damit die sich hier weiterentwickeln können. Und erstmal nur eine Schafsfarm. Wie gesagt, wir müssen mit dem Werkzeug aufpassen. Hier ist nämlich kein Werkzeug mehr drinnen. Hier ist noch Werkzeug drin, 40 Tonnen. Hier ist auch kein Werkzeug mehr drin. Okay. So, und sobald wir Werkzeug produzieren, dann baue ich nämlich hier noch einen Marktplatz hin und dann machen wir hier die Stoffproduktion. So, da haben wir schon die ersten Siedler. Wunderbar. Entwickelt sich alles hier. So, Nahrungsmittel, das werden wir auch erst später machen, direkt mit Getreide. Ja, und da ist die große Frage, ob wir das hier auf dieser Insel machen oder ob wir das auf einer der anderen Inseln machen. Beide Inseln haben ja 100%ige Fruchtbarkeit. Da können wir alles produzieren, was wir brauchen. Tabak und Weintrauben. Und wir würden dann hier, glaube ich, wieder die Nahrungsmittelproduktion machen. Vielleicht lagere ich auch dann die Holzproduktion woanders hin, obwohl Holz brauchen wir ja, wenn wir unser Militär aufbauen. Müssen wir mal gucken, wie wir hier entsprechend expandieren. Wir können aber mal auf Diplomatie gehen und Handelspakte schließen. Und jetzt können wir nämlich mal gucken. So, wen haben wir denn jetzt hier? Ah, der blaue ist tatsächlich Hasenherz. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Entsprechend Nahrungsmittel, Tabak, Gewürze, Alkohol und auch Holz kaufen können. So, und wen haben wir hier? Radolfzell. Okay, so heißt die Stadt. Okay, das ist jetzt hier ein anderer Kontrahent. Vielleicht auch unser Verbündeter. Ich weiß es nicht. Den blauen müssen wir also besiegen. So, wir brauchen wieder etwas Werkzeug, damit sie sich hier weiterentwickeln. Okay. Wo ist das Werkzeug? Hier. Okay. Eure 30 Stadt haben wir noch hier. wächst Das und müsste aber gedeiht. eigentlich reichen. So, eine Feuerwehr bauen wir, glaube ich, auch. Nee. Wir warten erst, bis wir tatsächlich unsere Euer Volk Werkzeugproduktion braucht haben. eine Schule. So, Nahrungsmittel haben wir noch genug, ja. Ei, ei, Captain! So, das letzte Haus hat sich entwickelt. Wir haben 128, 29, ja, Siedler. Wir können jetzt endlich unsere
Werkzeugproduktion starten. Dafür brauche ich aber einen Marktplatz. Ja, ich brauche noch etwas Werkzeug. Da ist es. Ja. So, jetzt aber. So, wunderbar. Dann sind wir jetzt hier erstmal gesichert, was unsere Werkzeugproduktion betrifft. Dann werden wir nachher hier noch ein paar Marktplätze bauen auf unseren anderen Inseln. Und wir können jetzt hier nochmal ein paar weitere Wohngebäude platzieren. Ach so, ja, das war jetzt nicht so gut gewesen wegen der Kirche. Da können wir hier noch welche hinsetzen. Und auch hier, das haben wir kein Holz mehr. So, Stein können wir auch rausnehmen. So, das ist jetzt leer. Da könnten wir, glaube ich, schon mal Steinstraßen setzen. Wir haben ja genug Stein. Dann geht das hier ein bisschen schneller. Und wir brauchen auch noch einen Steinbruch. Ja, natürlich nicht hier, sondern hier. Der passt nämlich hier hin. So. Gut. So, hier ist nichts mehr drinnen. Hier können wir noch was rausholen. So. Oh, hier haben wir auch noch Nahrung. So, dann ja, fangen wir an mit Alkohol, beziehungsweise ich wollte ja hier die Stoffproduktion hinsetzen. So. So, und dann bauen wir jetzt hier die beiden Schafsfarmen hin. So, wir brauchen noch die zweite Werkzeugschmiede. So, und dann können wir jetzt hier das so verbinden. Und dann kann jetzt hier die Webstube hin. Na, wo ist sie? Da. Eure Stadt wächst und gedeiht. So, und das reißen wir hier ab. So, und dann können wir hier die ersten Weingüter setzen. Ja, und das passt wunderbar.
Ja, die Bilanz sieht verheerend aus, aber ich hoffe mal, dass er jetzt mit dem Alkohol sich verbessert. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon, ja, hier auf dieser Insel dann Tabak und Weintrauben zu produzieren. Wir müssen dann auch ganz dringend die Nahrungsmittelproduktion noch erhöhen. So, hier kann das Kontor 2 hin. Und ich möchte so schnell wie möglich die Kirche bauen, damit ich hier diesen Radius vergrößern kann. Ich kann natürlich jetzt hier noch irgendwo eine Kapelle bauen, aber ich möchte das eigentlich relativ schnell jetzt haben, dass ich die Kirche bauen kann. Was ich allerdings bauen möchte, ist die Feuerwehr. So, der erste Alkohol ist auch schon abgeholt worden. Wunderbar, Steuer kann da oben. Ja, und ich muss hier die Entwicklung weiter starten. Wir brauchen jetzt Tabakwaren. Ei, ei, Captain! So, fangen wir hier an mit den Tabakwaren. So, da haben wir schon die ersten Tabakwarenproduktion gestartet. So, du kannst natürlich jetzt hier entsprechend die Tabakwaren holen aus Ingolstadt. Wir stellen das mal direkt so ein, dass du auch dann später Alkohol holen kannst hier. Gut, so. Dana. So, dann kannst du los. Wunderbar. So, hier weiter die Sachen rein. So, jetzt ist hier auch keine Nahrung mehr drinnen. Noch ein bisschen Stein. Und hier ist auch keine Nahrung mehr drin. Okay, wir müssen ganz dringend anfangen mit der Nahrungsproduktion. Dann brauchen wir wieder einen Marktplatz. So, und dann können wir hier in dieser Ecke schon die ersten Produktionen starten.
Gut, dann haben wir hier schon die erste Produktionslinie aufgebaut. Das können wir dann nach hierhin erweitern. Es ist noch zu überlegen, ob wir die Holzproduktion auch auslagern. Wir könnten das hier auf dieser Insel noch machen. Hier haben wir ja Eingeborene. So, okay. Tabakwaren sind noch nicht da. Ja, die Tabakfabrik muss ich natürlich auch anschalten, damit Tabakwaren produziert werden. Das habe ich natürlich vergessen. Das wird mein Bauschiff werden. So, dann können wir schon mal etwas Stein nochmal hier hinbringen. Überprüft eure Handelsrouten. So, hier sollten wir auch schon direkt die Pflasterstraßen machen. So, die Tabakwaren sind jetzt endlich angekommen. Wir legen direkt los. Wir bauen das Wirtshaus und die Schule. Die können wir drehen. Überprüft eure Handelsrouten. So, und dann können die sich direkt weiterentwickeln. Nahrungsmittel müssen wir tatsächlich gut im Auge behalten. Sieht aber noch ganz gut aus. So, hier war jetzt noch Stein. Das können wir hier hinbringen. Gut. Dann können wir gleich schon die nächste Produktionslinie machen. Euer Volk braucht einen Arzt. Ja, den Arzt brauchen wir, das stimmt. So, wir sollten aber schon mal eine Werft bauen. Die kann hier hin. Gut, ja, dann würde ich sagen, können wir auch schon direkt Eure mit Siedlung Gewürzen beherbergt anfangen. nun über 300 Einwohner. Die Stadt wächst und gedeiht. Ja, ich warte noch auf die Kirche, die ich dann bauen kann. Dann können nämlich die sich hier auch weiterentwickeln. Euer Volk wünscht eine Kirche. Da ist sie. Wunderbar. Was brauchen wir für die Kirche? Oh, 25 Steine brauchen wir dafür. Wir sind immer noch in einer negativen Bilanz. Mal eben kurz gucken, wie ich die platzieren möchte. Drehen auf jeden Fall. Überprüft Ja, so eure können wir sie Handelsrouten. bauen. Und dann haben wir noch Platz für Theater, Hochschule und auch Badehaus. Ja, das passt. Nahrungsmittel sieht gut aus. Sieht alles gut aus. Aber wir sind nicht unbedingt in einer guten Ein Bilanz. Brand wütet in eurer Niederlassung. Okay, Feuerwehr haben wir gebaut. Sollte kein Problem sein. Ich hoffe es. Ja, okay. So, wir können auch hier schon mal einen Marktplatz noch bauen. So. Können das hier nämlich erweitern. Ja, Stein fehlt uns natürlich jetzt hier. Wir haben auch nur einen Steinmetz gebaut. Das sollten wir jetzt nochmal ändern. Hier den Wald wegnehmen, damit er zum Steinbruch kommt. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, den Arzt bauen wir gleich, wenn wir die Kirche gebaut haben.
Das Volk benötigt ein Badehaus. Ja, wir haben immer noch eine negative Bilanz, aber wir haben auch jede Menge Geld. Also da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. Ich möchte jetzt gleich die Kirche bauen. Da haben wir jetzt 2 Steinmetze. Dann würde ich mal eben kurz das Baumaterial stoppen. Überprüft eure Handelsrouten. So, wir haben die Pest hier. Nee, das war natürlich jetzt klar gewesen. So, wir haben die 25. Dann können wir die Kirche bauen, können die Kapelle abreißen Überprüft eure Handelsrouten. und bauen hier jetzt gleich den Arzt hin. Nämlich jetzt. Glück gehabt. So, die können sich jetzt weiterentwickeln hier. Wunderbar. Baumaterial können wir wieder freigeben. Wir gucken wieder nach unseren Waren. Das sieht auch alles gut aus. So, wie sieht es bei unseren Konkurrenten denn aus? Ja, hier hat sich irgendwie nicht viel getan, oder? Meine ich das nur? Nee, nicht wirklich, ne? Okay. So, die Kirche hat nämlich einen riesengroßen Umkreis. Da würde ich jetzt hier noch das so bauen. Überprüft eure Handelsrouten. So, ich glaube, das reicht dann auch. Ja, Wirtshaus geht noch, Schule geht auch noch. Ja, das sieht alles gut aus. Ja, Nahrung geht noch. Würde aber gerne noch eine weitere Produktionsreihe machen. Das ist mir jetzt gleich zu kriminell. Können wir schon mal loslegen. Hier passt eins noch hin. Hier? Nee, wenn, dann so, ne? So, dann können wir doch schon mal hier eine Windmühle hinsetzen. Ja, und jetzt merkt ihr allmählich, diese Forsthäuser stehen jetzt so ein bisschen doof hier, ne? Die Bäckerei. Da brauche ich noch eine weitere Farm. So, der Bäcker muss aber dahin, ne? Das heißt, der Bäcker muss hier hingebaut werden. Ja. Und die andere Windmühle muss hier hingebaut werden. Mehr als 500 Menschen bewohnen Und eure der Stadt. Bäcker wird hier entsprechend angeschlossen. Ja. Gut. Das passt. So, dich haben wir ganz vergessen hier. Du kannst wieder zurück. Gut, dann können wir hier weitergehen mit den Getreidefarmen. Das passt. Wir können hier das noch verbinden. Stoffe. Ja. Meine Idee ist, wir werden diese südliche Insel nur für Gewürze und für Kakao nutzen können.
Oh. Ja, aber da haben wir Ein einen Erfolg. Brand vernichtet Ne? eure Häuser. Wie gesagt, nur für Gewürze und Kakao. So groß ist sie nicht. Und diese Insel hier würde ich nutzen und würde nur Stoffe mittels Schafsfarmen produzieren. Das ist so mein Plan. Ja, wir müssen auf jeden Fall Kaufleute haben, weil ich brauche eine große Werft und ich brauche eine Kanonengießerei, um aufzurüsten. Hm, ja, aber das sieht soweit eigentlich alles ganz gut aus. Unsere Bilanz sieht sehr gut aus. Und unsere Konkurrenten machen auch keine Anstalten. Gut, ich würde schon mal die Stoffproduktion ja, loslegen Überprüft eure wollen. Handelsrouten. Hierhin. Weil wir brauchen ja keinen Stein dafür. Und dann können wir hier schon mal loslegen. Okay, dann verbinden wir mal wieder Kontor mit dem Marktplatz. So, und dann legen wir mal los. So, man könnte, glaube ich, tatsächlich 4 Schafsfarmen und eine Weberei bauen. Das sollte, glaube ich, auch funktionieren. Aber ich arbeite jetzt hier mit den Webstuben. Gut. So, du kannst hier dann die Stoffe mir holen aus Bonegam. Stoffe brauchen wir nämlich auch jede Menge, wenn wir unsere Schiffe produzieren. Ach nee, das ist mein Bauschiff. Na, egal. Jetzt bist du Stoffe und kannst los. Ich habe ja noch ein Schiff hier, die Tina. Und das ist jetzt mein Bauschiff. Oh, verschrieben. Ah, ich habe vergessen, hier das anzuschließen. Deswegen habe ich auch extra hier das gebaut, damit man hier dran kann. So, wir bauen aber schon mal ein Schiff, nämlich für Gewürze. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Sehr schön. Überprüft eure Handelsrouten. Setzt neuen Kurs. So, Alkohol, das sieht alles gut aus. Nahrungsmittel, ja, Stoffe wird jetzt weniger. Habe ich ja jetzt für gesorgt, dass wir hier jetzt entsprechend das produzieren. Ja, das ist gut. Ja, dann würde ich sagen, produzieren wir mal Gewürze. Wavebreaker, du kannst direkt mal hier hin. So. Und dann legen wir hier direkt los mit Gewürzen. Können schon mal das hier verbinden. Ach, das ist auch wieder doof gebaut.
Hier am Rand müssen wir entlang gehen. So. Das ist besser. So, dann bauen wir die ersten 2 Gewürzfarmen. Oh, vielleicht sollte ich erstmal ausladen. Das habe ich doof gebaut. Nee, das ist doof. Da muss ich nochmal Stein holen, ne? Ja. Jetzt aber bitte richtig. Hier kann eine Gewürzfarm noch hin. Und so ist es richtig. Gut, dann die Wavebreaker wird das Gewürzschiff. Überprüft eure Handelsrouten. So, dann machen wir das direkt auch so, dass auch hier Kakao später geholt wird. So. So, wir haben kein Erz mehr. Haben wir denn schon die tiefe Erzmine? Haben wir. Wunderbar. Ah, wir haben kein Werkzeug mehr. Okay, Moment. Was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir 13. Das ist schon mal gut. Jetzt eben schnell holen, das Werkzeug. So. Achso. Das war das verkehrte Schiff. Da ist das Richtige. So. Schnell das Werkzeug holen. Das Baumaterial sperren. Überprüft eure Handelsrouten. Sehr schön. So, dann können wir jetzt unsere tiefe Erzmine bauen. Immer noch nicht. Es fehlt immer noch was. Dann muss ich hier hin noch. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt Handelsrouten. So, hier nochmal das ganze Werkzeug zusammenklauben. Da bin ich aber froh, dass ich auf den anderen Inseln überall noch Werkzeug hatte. Sonst hätten wir nämlich wieder das Problem gehabt. So, jetzt aber. Gut, wir haben so viel Stein, wir können mal jetzt hier Pflasterstraßen bauen. Überprüft eure Handelsrouten. Wieder ein Blick auf unsere Waren. Überprüft eure Handelsrouten. Wir sollten jetzt tatsächlich auch Alkohol und Tabakwaren erhöhen, bevor wir jetzt in die nächste Zivilisationsstufe aufsteigen. Ja, und Nahrungsmittel, das ist auch jetzt nötig wieder.
Jetzt, wo wir wieder entsprechend jede Menge Werkzeug produzieren können, na, legen wir mal los und machen nochmal hier eine Produktionsreihe auf mit Getreide. So, mittlerweile sind auch die Gewürze hier endlich angekommen. Wir können die Steuer nach oben bringen. Und ja, und wenn wir jetzt tatsächlich unsere Stadt weiterentwickeln wollen, brauchen wir ein Badehaus und Kakao. So, ich möchte aber weiter Pflasterstraßen hier noch bauen. So, wir können hier auch noch ein paar Weingüter bauen. Ne? Also hier passt ja noch gut eins hin. Ich brauche aber Stein dafür. Überprüft eure Handelsrouten. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ach ja, stimmt. Überprüft eure Handelsrouten. Ich möchte aber jetzt hier erstmal noch Wein produzieren. So, das Baumaterial können wir wieder freigeben. Wir bauen noch ein paar Tabakwaren. Überprüft Fabriken eure und Handelsrouten. Plantagen. Ja, und dann legen wir mal los. Ja, das passt doch wunderbar. Das gefällt mir. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Gut, aber ich denke mal, da kommen wir nicht mit aus. Ne? Ich glaube, ich habe jetzt zu wenig Werkzeug. Ne? Wir sollten hier nochmal die Straße hochbauen. So.
So, Alkohol sollte jetzt wieder funktionieren. Tabakwaren mache ich doch noch eine Produktionsreihe. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, wir müssen jetzt allmählich mal anfangen, ja, aufzurüsten zu Land und auch zur See. Das werden wir allerdings im zweiten Teil dieses Szenarios dann durchführen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir Fluhasenherz zum Teufel jagen. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.